Fahrer. Faden? Ich bring den da nicht ums Eck. Lass mir mal. Ja, bitte. Es ist echt verflixt. Willst du schon mal mit dem probieren? Ja, dann müssen wir halt die Sicherung mit einem Pickel machen. Die Problematik beim Sichern im Firn- bzw. Sulzschnee ist die schnelle Herstellung von verlässlichen Fixpunkten. Verankerungen werden dort mit dem Pickel hergestellt. Klassische Pickel mit einem geraden Schaft und einer Mindestlänge von 55 cm sind dafür wesentlich besser geeignet als technische Pickel mit einem gebogenen Schaft. Der Sitzpickel reicht aus, um eine oder maximal 2 Personen nachzusichern. Der Pickel wird so eingerahmt, dass nur wenige Zentimeter des Kopfes aus dem Schnee schauen. Im Anschluss wird eine 60 cm Bandschlinge am Pickelkopf fixiert und ein Verschlusskarabiner am Ende der Schlinge eingehängt. Dann setzt man sich vor den Pickelkopf, der satt am unteren Rücken anliegt. Der Verschlusskarabiner wird in den Anseilring eingehängt. Bevor die Partnersicherung in die Bandschlinge eingehängt wird, holen wir das Restseil ein. Die Sicherung erfolgt mittels HMS-Knoten. Die Last wird auf Zug gleichmäßig zwischen Körper und Pickel verteilt. Eine bequeme Alternative zur HMS-Sicherung bietet die Verwendung einer Seilrollenklemme, wenn im Aufstieg gesichert wird. Die Seilschaft bindet sich im Abstand von ca. 3 Metern in das Seil ein und steigt gesichert nach. Die Alternative zum Sitzpickel ist der sogenannte Stehpickel und die erste Wahl, wenn der Vorsteiger eine Steilstufe bereits überwunden hat und sich im flachen Gelände befindet. Der Pickel wird senkrecht in den Firn eingerahmt, die Haue liegt quer zur Belastungsrichtung. Ein Verschlusskarabiner wird in das Loch am Pickelkopf eingehängt. Hier wird das Seil umgelenkt. Der Sichernde steht mit beiden Füßen auf der Pickelhaue und sichert im Anseilring mittels Karabiner und HMS. Wesentlich angenehmer ist im Aufstieg das Verwenden einer Seilrollenklemme anstelle des HMS. Bei Belastung wird der Sichernde nach unten gezogen. Die Seilschaft bindet sich im Abstand von ca. 3 Metern in das Seil ein und steigt gesichert nach. Generell geht das Seil erst ungesichert voraus und stellt an einer geeigneten Stelle einen Fixpunkt her. Er soll somit auch der erfahrenste der Gruppe sein, damit es sich auch im schwierigen Gelände ungesichert noch wohlfühlt. Wenn das Gelände anspruchsvoller wird, eignet sich der D-Anker wesentlich besser als Fixpunkt. Dafür wird zuerst ein ca. 50 cm tiefer Schacht im rechten Winkel zur Zugrichtung hergestellt. In der Mitte des Schachts wird in Zugrichtung ein schmaler Schlitz für die 120 cm Bandschlinge gegraben. Die Bandschlinge befestigen wir mittels Ankerstich am Schaft direkt am Pickelschwerpunkt und versenken diesen mit der Haue nach unten im Schacht. Die Bandschlinge muss möglichst flach aus dem Schacht auslaufen. Mit dem Bergschuh wird der Pickel nochmals so weit wie möglich eingetreten, bevor wir den Schacht mit Schnee auffüllen und komprimieren. Aufpassen! Der Bereich vor dem Pickel in Zugrichtung darf nicht abgegraben werden, bestenfalls noch weiter aufgefüllt und verdichtet. Dieser waagrecht eingegrabene Pickel bietet die größten Haltekräfte und muss durch das Gewicht des Sichernden nicht stabilisiert werden.
Ebenfalls ist die Installation von einem Fixseil für kurze Aufschwünge und Schnapper im Auf- und auch im Abstieg möglich. Der Seilerste überwindet den Aufschwung ungesichert und stellt am Ende einen soliden Fixpunkt mittels T-Anker oder Eisschraube her. Das Seil wird mittels HMS am T-Anker eingebunden und anschließend mit dem sogenannten Wasserklang abgebunden. Dafür wird das Bremsseil als Schlaufe um das Lastseil gelegt und durch die entstandene Öse geführt. Eine erste Fixierung ist so bereits hergestellt. Im Anschluss verlängert man die entstandene Schlaufe und führt diese durch den Karabiner. Den Abschluss bildet der Spirnstich, der über beide Seilstränge gelegt wird. Der Wasserklang ist hergestellt. Der Seilletzte bleibt auf Zug, um ein Durchhängen des Fixseils zu verhindern. Die anderen Teilnehmer können den Aufstieg nun mittels Brusigknoten beginnen. Dieser wird mittels 3 Meter Rebschnur und Sackstichknoten hergestellt. Die Verbindung zum Anseilring erfolgt mittels Verschlusskarabiner oder mittels Sackstich direkt in den Anseilring. Die losen Rebschnurenden werden mittels Sackstichschlaufe versorgt. Alternativ kann im Aufstieg auch eine Seilklemme verwendet werden. Diese wird mittels 60 cm Bandschlinge und Ankerstich am Anseilring fixiert. Der Abstand der Teilnehmer sollte mindestens 5 Meter betragen. Um den Seilletzten nachzuholen, wird der Wasserklang wieder gelöst. Dafür wird der Spirnstich geöffnet und das Bremsseil langsam durchgezogen. Anschließend kann der Seilletzte gesichert mittels HMS zur Gruppe aufschließen. Kannst du nachkommen? Wird die Fixseiltechnik im Aufstieg verwendet, so bietet uns die Seilrollenklemme eine elegante Alternative zum abgebundenen HMS. Die Herstellung ist einfacher und der Seilletzte kann wesentlich bequemer nachgesichert werden. Die Installation von einem Fixseil kann auch im Abstieg erfolgen. Nach Herstellung des Fixpunkts wird der Seilerste mit einem HMS abgelassen und der HMS dann mit einem Wasserklang abgebunden. Aber aufpassen, da kann man jetzt die Seilrollenklemme nicht verwenden, weil die ja nur zum Seil einholen funktioniert, nicht jedoch zum Ablassen. Die Teilnehmer steigen gesichert mittels Brusig am Fixseil ab. Vorsicht! Im Abstieg können keine Seilklemmen verwendet werden. Der Seilletzte klettert am Ende dann ungesichert ab. Da der Aufbau eines Fixseils immer zeitaufwendig ist, macht er vor allem bei größeren Seilschaften Sinn. Ein altes Erbstück von deinem Uropa. Super Teil. Geht immer noch. So was hast du verwendet? Also ich darf mir das nie trauen. Haben wir bei jeder Tour mit dabei gehabt. Und die hat uns nie im Stich gelassen. Fixpunkte im Eis werden mittels Eisschrauben hergestellt. Wichtig dabei ist, dass ihr vor dem Setzen der Eisschraube mit der Pickelschaufel das morsche Eis abkratzt. Die Eisschraube wird im rechten Winkel zur Eisfläche gesetzt. Auf Hochtouren ist grundsätzlich zu empfehlen, dass man Eisschrauben in der Länge zwischen 17 und 19 cm verwendet. Und zum Nachsichern ist durchaus vertretbar, dass man nur eine Eisschraube verwendet. In Situationen, die ein gleichzeitiges, aber dennoch gesichertes Klettern der beiden Seilschaftspartner erfordern, eignet sich die sogenannte T-Block-Technik. Auf diese Weise kann sehr viel Zeit gespart werden. Der Vorsteiger geht die ganze Seillänge aus und setzt im Anschluss eine Eisschraube. Der T-Block wird als Rücklaufsperre mit einem HMS-Karabiner direkt in die Eisschraube eingehängt. Der HMS-Karabiner muss bei dieser Anwendung das Seil im T-Block umschließen. Ideal sind Karabiner mit ovalem Querschnitt. Ist der T-Block installiert, kann die ganze Seilschaft gleichzeitig weiter nach oben steigen. Ein Sturz der Nachsteiger wird durch den T-Block gehalten, der Vorsteiger wird nicht nach unten gezogen.
Spätestens beim Erreichen der T-Block-Sicherung muss der Vorsteiger einen soliden Sicherungspunkt herstellen und die Seilschaft mittels HMS oder eines weiteren T-Blocks sichern. Erst dann wird der T-Block samt Eisschraube vom Seilzweiten abgebaut. Um im Falle einer kurzen Abseilstelle keine teure Eisschraube zurückzulassen, empfiehlt es sich, eine Eissanduhr herzustellen. Dabei werden mit einer mindestens 19 cm langen Eisschraube im Winkel von ca. 60 Grad 2 Löcher gebohrt, sodass sich die Bohrungen an ihrem Ende treffen. Anschließend wird mit Hilfe eines Eissandurfädlers eine Rebschnur durchgefädelt und mittels Sackstich abgeknotet. Die Rebschnur sollte nicht zu kurz sein, damit der Winkel nicht zu flach wird. Die Haltekraft der Eissanduhr ist vergleichbar mit der einer Eisschraube. Ich glaube, das sollte jetzt heben. Ich glaube auch.